Sportroller für Erwachsene, die gibt es ja mal mit einem kleinen und einem großen Hinterrad. Klein, groß. Und die Frage ist, warum ist das denn so? Na gut, um fair zu bleiben, nehmen wir vielleicht nicht ganz so klein, sondern eher so klein. Ja, ich denke, das ist ein guter Vergleich. 20 Zoll versus 28 Zoll. Was ist hier besser beim Fahren? Warum gibt es unterschiedliche Größen? Wer vom Fahrrad kommt, der ist ja eher so etwas hier gewohnt, wo beide Reifen gleich groß sind, zumindest in den meisten Fällen. Aber hier, das hier ist ja das, was wir beim Tretroller meistens sehen. Da ist ein kleines Rad, da ist ein großes Rad. Was ist jetzt besser? Eigentlich sind doch die großen Räder beim Rollen viel effizienter, da sie über Hindernisse leichter rollen. Wie heißt es so schön, probieren geht über studieren. Auf geht's. Wir machen jetzt die Probefahrt und schauen mal, was hier wirklich besser ist oder auch nicht. Ach ja, umziehen nicht vergessen. Und jetzt starten wir mal hier. 2 große Räder, Wulfer RS, auf geht's. Mit 8,5 Bar habe ich die Reifen jetzt hier aufgepumpt. Und die sind ziemlich schmal. Wenn man das hier ablesen kann, das sind 24,5 mm. So, und schon sind wir unterwegs mit dem Wulfer RS hier. 2x28 Zoll Reifen. Wie eben nachgemessen, 24 mm breit. 25 laut Angabe auf den Reifen. Und es ist der absolute Wahnsinn. Hier auf super glattem Asphalt bin ich perfekt unterwegs. Mit jedem Kick, mit jedem Tritt merke ich, wie sich der Roller nach vorne bewegt. Ein super spritziges, leichtläufiges Fahrverhalten. Das ist ja gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten, als ob man schwebt, als ob man über den Asphalt wirklich schwebt, wie mit einem Hoverboard. Gerade heute haben wir mal einen Tag ohne so allzu viel Wind. Eine Seltenheit, fast das ganze Jahr hat es gestürmt jeden Tag. Deswegen nutze ich heute einmal diesen wunderbaren windstillen Tag aus. Also die schmalen Räder hier, die der Wulfer RS mitbringt, die sind auf so einem Belag wirklich das Beste, was es gibt. Es rollt fast ohne Widerstand. Und auch das größere Hinterrad macht sich hier gut bemerkbar. Denn bei kleinen Unebenheiten, da merkt man, der Roller hat nicht so viel Bremsmoment, wenn man rüberrollt. Nein, er rollt eher gerade hinüber. Und das ist genau die große Stärke der großen Hinterräder und natürlich der großen Vorderräder. Sie rollen viel widerstandsärmer über Hindernisse hinweg. Jetzt ist natürlich die Frage, warum haben nicht alle Tretroller diese großen Hinterräder? Und ich glaube, da kommen wir schon zum ersten Wermutstropfen dieses Hinterradkonzepts. Denn die Bewegungsfreiheit auf dem Trittbrett, die ist durch so ein großes Hinterrad doch schon merklich eingeschränkt. Wenn man nur ganz gerade auf dem Roller steht, sich nicht sportlich betätigt, sehr relaxed fährt, merkt man das gar nicht. Wenn man aber jetzt sagt, ja Mensch, mit dem Tretroller bin ich immer so gut unterwegs, ich könnte auch mal ein bisschen sportlicher fahren, dann wird dieses Hinterrad langsam fühlbar, und zwar an den Beinen. Man kommt nämlich sehr leicht dann mit dem Bein, wenn man sich ein bisschen mehr bewegt, gegen das Rad. Und das sieht dann ungefähr folgendermaßen aus. Gerade entspanntes Rollen, stehe ich gerade, nicht so ein Problem. Aber hole ich jetzt weit aus, hier bin ich schon mit meinem Oberschenkel direkt hier an dem Rad. Also das wäre schon etwas, was mächtig wehtun würde. Und wenn ich noch tiefer runter gehe, dann setze ich schon mit meinem Gesäß auf. So etwas habe ich mit einem kleinen Hinterrad nicht. Und das ist für mich hier ein riesengroßer Nachteil bei großen Hinterrädern. Sie rollen leicht, aber meine Bewegungsfreiheit, die ist maximal eingeschränkt mit so einem Hinterrad. Da muss man schon sehr aufpassen. Das ist im Prinzip so ein Aspekt, den ich an diesem großen Hinterrad nicht so gerne mag. Es spricht eigentlich dafür, dass es das sportlichste Konzept ist, dass ich mich am meisten austoben kann. Aber genau das kann ich eben nicht. Der Fairness halber muss ich allerdings auch dazu sagen, wenn man das weiß, kann man seine Bewegungen natürlich anpassen. Und das funktioniert auch. Aber ich selbst passe meine Bewegung nicht gerne an. Ich möchte mich frei bewegen, mit so viel Bewegungsspielraum, wie es nur geht. Deswegen ist für mich persönlich dieses Konzept eher nachteilig. Für andere, die sagen, nee, das ist doch gar kein Thema, da passe ich mich locker drauf an. Und dafür habe ich dann eben den geringeren Rollwiderstand. Da ist das natürlich perfekt. Und kein Nachteil. Da würde ich gerne mal wissen, wie seht ihr das? Ist das für euch ein Thema, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit? Oder ist es kein Thema, was man eben locker hinnimmt und was dazugehört, wenn man widerstandsarm mit großen Rädern unterwegs sein möchte? Und hier im Hintergrund sehen wir den nächsten Fall. Das ist auch eine Einschränkung für mein persönliches Fahrprofil, denn ich habe nicht nur super glatte Wege, ich habe auch sowas
leichten Schotter. Und ich fahre auch gerne Feldwege. Und da macht sich der Wolfire RS mit den dünnen Reifen nicht ganz so gut. Da sprechen wir jetzt aber darüber, dass diese Reifen besonders schmal sind. Das hat nichts mit der Größe zu tun. Diese schmalen Reifen hier, die sinken natürlich in so kleinen Steinchen richtig ein. Und das macht das Lenkverhalten extrem unpräzise und schwammig. Und es bremst auch enorm. Da ist dann nämlich schon der Geschwindigkeitsvorteil solch schmaler Reifen dahin. Das funktioniert dann nicht mehr. Die bremsen einfach viel mehr als breitere. Und wenn der Boden jetzt noch ein bisschen unebener wird, die Steinchen ein bisschen größer, ja, da rollt der Wolfire RS drüber. Aber mit Spaß hat das hier wirklich nichts mehr zu tun. Das ist nur noch eine Qual. Und es bremst, wie gesagt, wesentlich stärker auf so grobem Gelände als mit breiteren Reifen. Ein bisschen allerdings macht das große Hinterrad diesen Effekt hier wett. Aber irgendwann hat es dann auch keinen Sinn mehr. Da rutschen die Räder nur noch hin und her auf diesem Geröll. Und somit haben wir jetzt zwei Ergebnisse hier. Zum einen rollt das große Hinterrad auf ebenen Flächen super. Auch auf Geröll, hier bringt es eigentlich weniger Widerstand. Hier im speziellen Falle des Wolfire RS haben wir allerdings so schmale Reifen, dass die schmalen Reifen es verhindern, auf ein bisschen Geröll und unbefestigter Strecke gut unterwegs zu sein. Da wäre ein anderer Tretroller, der auch 28 Zoll Räder vorne und hinten hat, ein besseres Konzept. Zum Beispiel ein Mebo Revo. Der hätte etwas breitere Reifen. Der käme auch hier mit diesem Fahrbahnbelag hervorragend zurecht. Das wäre also der perfekte Allrounder. Und so ein Wolfire RS hier, das ist wirklich die reine Straßenrennmaschine und nichts anderes. Und ich selbst hatte mir auch schon einmal überlegt, ja, dann könnte ich ja mal breitere Reifen hier aufziehen. Aber das geht nicht. Denn der Wolfire RS hat diese Carbongabel aus dem Rennradbereich. Und die ist oben so schmal, die Gabel, nicht nur die Bremse, die Gabel. Da kann man im Prinzip keine breiteren Reifen installieren. Das würde bedeuten, man bräuchte eine breitere Gabel, die oben breiter ist. So eine Gabel wiederum, die hat hier unten von der Narbe bis oben zum Steuerrohransatz eine größere Höhe. Das bedeutet, der Rahmen kommt ein bisschen höher. Das bedeutet, das Trittbrett kommt auch wieder höher. Und dann haben wir schon nicht mehr diese super sportliche, effiziente, niedrige Trittbretthöhe, sondern sind dann schon mal gut 2 cm in der Regel höher. Dazu kommt noch der Reifen, der dann einen größeren Durchmesser hat. Der besitzt auch eine größere Höhe. Und dann sind wir am Ende locker 2,5 bis 3 cm höher mit dem Trittbrett. Aber dann ist das hier kein richtiger Renner mehr. Dann sind wir fast wie mit einem Geländescooter unterwegs und dann können wir uns gleich einen Trex bzw. Trex Disc kaufen, der dann mit dem Fußbrett sogar nicht mal großartig höher ist. Das macht dann also keinen Sinn, so ein Umbau. Das sind wahnsinnige Kosten, aber es bringt überhaupt keinen Vorteil, ne? Also ist es sinnlos. Von daher habe ich den Roller hier auch so belassen, wie er ist und nicht weiter umgebaut. Was ich allerdings zu der Carbongabel auch einmal sagen muss, die hat irgendwann so nach 1000 Kilometern angefangen immer zu knacken beim Einlenken. Und dann dachte ich schon, oh je, Carbongabel, kritisches Material, unehrliches Material, sieht man nicht, ob ein Riss drin ist oder es kaputt geht. Also was tun? Ich habe erstmal alles auseinandergebaut, dann habe ich gesehen, hier drin sitzt ja das Carbonschaftrohr und das muss mit einem Expander vorgespannt werden, damit man überhaupt den Vorbau anklemmen kann, sonst zerknirscht das Carbonrohr in der Mitte. Und dieser Expander war überhaupt nicht richtig angebaut. Der hatte jede Menge Luft und hat im Grunde den Vorbau nicht richtig gestützt. Gut, alles neu zusammengebaut. Die Lager waren dann auch nicht gefettet, habe ich gesehen. Die waren völlig trocken eingesetzt, habe ich mit Fett dann eingesetzt. Und siehe da, jegliches Knacken ist verschwunden. Also kleiner Tipp, wenn ihr auch solche Probleme habt, schaut euch einmal an, wie die Gabel überhaupt verbaut ist. Also schmale Reifen, absolut nur dieser Belag. Große Reifen sind aber in allen Belangen besser und effizienter. Nur ist eben die Bewegungsfreiheit des Menschen, der den Tretroller fährt, eingeschränkt. Das ist der einzige Wermutstropfen. Aber dieses mühelose Rollen, das entschädigt natürlich für vieles. Das ist schon ein richtiges Speed-Erlebnis hier. Ich habe gerade mal meine App hier mitlaufen lassen.
Also eben, das waren jetzt 32 Stundenkilometer. Vielleicht kann man es lesen, vielleicht auch nicht. Hier ist die Maximalgeschwindigkeit abgebildet. Da ist sicherlich noch ein bisschen mehr rauszuholen als hier diese 32 Stundenkilometer. 32 Stundenkilometer, das ist jetzt nicht vollgetreten gewesen, aber schon, sagen wir mal, mindestens 90%. Das ist jetzt für mich eigentlich gar nicht so eine hohe Geschwindigkeit. Mit einem Trex kann ich durchaus schneller fahren. Und das liegt daran, dass dieser Roller hier so leicht ist. Der ist zwar super spritzig, verwandelt jeden Schritt in Vorwärtsschub um, aber der hat auch wenig Moment in den Reifen. Die Reifen sind sehr leicht, sie sind ja so dünn und das heißt, ja, ich fahre immer so ein bisschen ruckartig. Ich beschleunige beim Treten, aber bremse danach auch sofort wieder ab. Das macht die Fahrt etwas unrund und das gesamte Fahrverhalten ist hier wegen des geringen Impulses, den die Reifen beim Drehen erzeugen, nicht so souverän wie mit einem Roller, der etwas breitere Reifen hat, etwas schwerere Reifen. Das finde ich persönlich angenehmer. Natürlich, berghoch und beim Beschleunigen machen leichte Reifen viel mehr Sinn. Dann kommt man schneller voran. Man beschleunigt ja weniger Masse. Aber beim geradeausfahren ist dieses ständige schneller werden und wieder abbremsen aufgrund der geringen Masse nicht jedermanns Geschmack. Manche mögen das. Man ist ja eben leichter unterwegs, aber wenn man gleichförmig fahren kann, dann ist das für mich angenehmer und bergab sind auch die schwereren Reifen nochmal im Vorteil. Also da muss man genau sehen, was ist das eigene Fahrprofil und dann kann man sich überlegen, leichte, schmale Reifen oder doch lieber etwas schwerere, breitere Reifen. Eine Sache ist noch ganz wichtig zu erwähnen für alle Menschen, die ein schmaleres Becken haben. So große Reifen hier, die erfordern eine breitere Narbe, denn ist die schmaler, hat der Reifen keine Seitenstabilität mehr. Das heißt, hier sind wir bei 100 mm Narbenbreite und da kann man, wenn man nicht aufpasst, schon mal leichter hier hinten irgendwo anschlagen. Das ist auch ein gewichtiger Nachteil dieser großen Reifen und genau das haben wir bei den kleinen Hinterreifen nicht. Wir haben hier jede Menge Bewegungsfreiheit, wir kommen mit dem Bein nicht an das Rad und wir haben diese super schmale Narbe hier hinten. Die ist nur 74 mm breit. Und damit baut natürlich das gesamte Heck hier hinten extrem schmal und wir kommen mit den Beinen so gut wie immer ohne jedes Problem hier an der Narbe, an dem Hinterbau vorbei. So, unser Roller hier, das ist der serienmäßige Jedo Trex, mit dem wir mit dem kleinen Hinterrad fahren. Die Reifen sind auf 7 Bar aufgepumpt. Jetzt gucken wir mal, wie breit die dabei sind. Und zwar sind das ja so ungefähr 38 mm sind es. Und wie sich das in der Fahrt auswirkt, das sehen wir jetzt. Schauen wir uns zusammen an. Kommt mit. Ja, und bei dem Trex, da merkt man jetzt sofort, er hat in Serie eine wesentlich aufrechtere Stehposition. Aber auch der Bewegungsfreiraum ist durch das kleinere Hinterrad sofort spürbar besser. Vorne hat der Trex hier ein 26 Zoll großes Rad, hinten 20. Das heißt, beide Räder sind kleiner als am Jedo Wulfer RS, die 28 Zoll Räder. Und das merkt man sofort bei der Wendigkeit. Also das Kurvenziehen geht hiermit sehr viel schneller, obwohl der Roller an sich einen spurstabileren Eindruck macht. Und dazu tragen eben die breiteren, aber auch schwereren Reifen bei. Das leichtfüßige, das sofortige Umwandeln des Trittes in den Vortrieb, das hat dieser Roller auch, aber nicht in dem Maße wie der Wulfer oder der Wulfer RS. Dafür habe ich hier aber die Konstanz, die mir hilft, einen sauberen, gleichmäßigen Schritt beizubehalten. Und das ist für mich ein viel ruhigeres und ich muss auch sagen entspannteres Fahren. Gerade wenn man schneller fährt, und das ist das Kuriose, ist dieses konstante Fahren für mich angenehmer. Von daher, was so die Allround-Eigenschaften betrifft, ist der Trex eindeutig der Tretroller, der die Nase vorn hat, der viel mehr Bewegungsfreiheit bietet. Aus meiner Sicht ein solideres Kurvenverhalten, aber dafür eben nicht die Spritzigkeit hat und gerade berghoch oder beim Beschleunigen deutlich dem Wulfer RS unterlegen ist. Der Wulfer RS ist dafür wiederum eigentlich durch das große Hinterrad massiv besser und effizienter zu bewegen. Ich würde da aber empfehlen, den wirklich nur auf Rennstrecken, die super aalglatt sind, so zu bewegen. Und wenn ich so Wege habe wie ich hier, das ist dann doch alles etwas unebener.
dann würde ich lieber zu einem Roller, der 28 Zoll Räder hat, vorne und hinten zurückgreifen, wo dann auch tatsächlich breitere Reifen machbar sind. Und das würde dann, wie ich schon sagte, so eher in die Richtung Mibo Revo gehen. Der ist dann eben für solche Allround-Anforderungen der perfekte Tretroller. Der wäre dann eben auch Allround besser zu nutzen, rollt besser, aber eben auch mit den beschriebenen Nachteilen der 28 Zoll Hinterräder mit der geringen Bewegungsfreiheit. Und solche schönen Naturstrecken, die sind natürlich hier nur mit dem breiteren Reifen möglich. Da rollt es sich noch richtig angenehm, komfortabel und es macht noch richtig Spaß. Das ist wirklich klasse. Mit breiteren Reifen, das ist jetzt eben nicht größen-, sondern breitenspezifisch, hat man dann tatsächlich ein viel weiteres Einsatzgebiet, was deutlich mehr Spaß macht im Alltag. Dann kann man auch mal so eine holprige Brücke hier überfahren. Das wäre jetzt mit dem Wulfer RS eigentlich nicht gut möglich. Da schlagen dann die Reifen nämlich langsam durch. Ja, und das ist die Aussicht, die sich hier bietet. Einfach herrlich. Unabhängig von den Reifengrößen, was ich ja immer sage, Rollerfahren, das öffnet die Lunge. Man kann so schön frei durchatmen. Das öffnet das Herz, die Seele. So etwas entspannt. Es baut Stress ab. Tretrollerfahren, das ist einfach ein unglaublicher Beitrag zum Naturgenuss, zur Gesundheitserhaltung, zur Prävention. Der Körper wird an allen Ecken und Enden gestärkt und die Neigung zu Entzündungen geht zurück. Das heißt, alles, was an Wohlstandskrankheiten heute so intensiv auf uns einprasselt, das wird mit dem Tretroller zum Teil, je nachdem wie oft man das Ganze macht, abgefedert. Ja, Tretroller am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Tretroller am Abend fröhlich und labend. Und das hier, das sind die Eindrücke, die ich so sehr liebe, was so richtig belebt und den Körper wieder nach vorne bringt. Diese Strecken sind auch noch einmal besonders herrlich. Es gibt immer mal wieder Schatten. Hier duftet es dann nach den unterschiedlichsten Blüten von Blumen, von anderen Pflanzen, Büschen. Ein wirklich traumhaftes Erlebnis. Was ich jetzt auf der GoPro nicht zeigen kann, aber dennoch erwähnen möchte, ist, in dieser Weite hier, da sind Störche, mehrere. Da hinten die Krähen, es gibt Milane, haufenweise Vögel, viel Natur, Blindschleichen habe ich schon gesehen, ein Salamander. Das erlebt man mit dem Tretroller, wenn man aufmerksam unterwegs ist. Und dafür ist natürlich sowas hier ideal, was so ein bisschen allroundiger ist und was eben diese viele Bewegungsfreiheit ermöglicht. Da hat man wirklich den vollen Spaß ohne Reue. Ist natürlich nicht der absolute Asphaltrenner, aber für den Alltag mit dem tollen Naturerlebnis unschlagbar. Da fällt mir noch eins ein, wenn ihr euch jemals fragt, wo sind all die Insekten hin? Wo sind Milane, wo sind Sperber, wo sind Habichte, Falken? Wo sind all diese Tiere, wo sind die Störche? Leinebergland ist die Antwort, hier ist alles voll damit. So sieht hier bei uns die Landschaft aus und überall keucht und fleucht es. Wollen wir noch mal einen kleinen Geschwindigkeitstest jetzt mit dem Trex machen, mit dem kleineren Hinterrad und dem größeren Vorderrad? Ich würde sagen, ja, machen wir es noch mal. Denn hier ist der Untergrund vergleichbar, schön glatt. Das gibt es nicht so oft, deswegen nutze ich das jetzt. Falls man es erkennen kann, hier steht es, die maximale Geschwindigkeit waren jetzt 34 Stundenkilometer. Die Sache ist eben, sobald irgendwelche Unebenheiten ins Spiel kommen, sollte das größere Hinterrad überlegen sein. Im Grunde genommen sollte das kleinere Hinterrad auf einer längeren Strecke hier, die geradeaus geht, eigentlich langsamer sein als das größere Rad, ist es aber nicht, denn der Wulfer hat so dünne Reifen,
dass die wiederum so viel walken bei kleinsten Unebenheiten, dass er dadurch langsamer wird. Hätten wir ein Hinterrad, was hier nicht 20, sondern 28 Zoll groß ist, genau in dieser Dimension, dann würde man hier auch besser rollen können und schneller werden. Aber auf solchen Strecken, da ist das reine Renngerät nicht mehr angesagt. Da müssen wir etwas nehmen, was alltagstauglicher ist, wie eben hier den Trex, der hier von seinen breiteren Reifen profitiert. Den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt des kleinen Hinterrades möchte ich noch einmal demonstrieren. Und das ist, ihr steht auf dem Trittbrett, ihr wollt beschleunigen und ihr habt jede Menge Platz. Egal wie viel Gas man da gibt, man berührt das Hinterrad nicht. Und man kann auch einmal in die Beute fliegen. Worauf ich auch noch einmal hinweisen möchte, wenn du mehr zu den Tretrollern wissen möchtest, gibt es nicht nur diesen Kanal. Es gibt hier im Kanal auch eine Community, wo viele Zuschauerinnen und Zuschauer sich aktiv und richtig fleißig und cool beteiligen mit ganz vielen tollen Ideen, mit Reiseberichten, mit allen Fragen drumherum ums Tretrollern. Also schau auch mal nicht nur auf die Videos hier im Kanal. Du kannst sie kommentieren, da gibt es auch viele, die antworten. Ich lese auch immer mit, gebe ein Herz, versuche auch zu antworten. Aber wir haben auch noch die Community im Community-Tab. Da gibt es noch ganz viel zusätzliches Wissen von euch aus der Community. Da gucke ich auch immer richtig gerne rein. Ganz toll und interessant. Vielen Dank für die Beteiligung. Und wer daran auch interessiert ist, einfach mal reinschauen. Gibt es jede Menge Ideen und Anregungen und ganz tolle Berichte von ganz vielen Menschen. Super. Und jetzt möchte ich noch einmal versuchen, ein Abschlussresümee zu ziehen. Wofür ist das kleine Hinterrad besser? Wofür ist das große Hinterrad besser? Kleines Hinterrad, maximaler Bewegungsspielraum. Hier ist jede Menge Platz auf dem Roller. Hier auf der Längsbewegung unserer Beine brauchen wir auf gar nichts achten, denn die Achse ist ganz, ganz schmal hier. Ganz, ganz schmal. Wir stoßen nirgendwo an, haben freien Bewegungsspielraum. Also das hier ist die große freie Bewegung. Mit allerdings ganz leichten Nachteilen in der Effizienz beim Rollen. Und genau deshalb gibt es das auch eine Nummer größer. Das größere Hinterrad rollt viel besser, viel effizienter. Mit allerdings den Nachteilen, die hier die Vorteile sind. Wir haben hier weniger Bewegungsraum. Das Rad geht viel weiter in den Raum rein, wo wir uns bewegen. Und auch in der Längsachse hier, da sind wir viel breiter, denn die Achse ist breiter. Wir haben die Gefahr, dass wir hier irgendwo gegenstoßen, wenn wir ein schmales Becken haben oder unsere Beine generell näher am Körper bewegen. Dann kann das hier ein Hindernis sein. Allerdings 100 mm, darauf kann man sich einstellen, das ist nicht die Welt. Pedale sind wahrscheinlich in der Regel etwas breiter am Fahrrad auseinander. Insofern ist das hier eher eine Information als ein Nachteil. Also mehr Geschwindigkeit, mehr Bewegungsspielraum und höhere Wendigkeit. Ja, und zusätzlich hatte ich noch einen Faktor mit drin, um den es eigentlich gar nicht gehen sollte. Aber ich spreche es trotzdem noch an, die Reifenbreite. Die war hier ein ganz großer Faktor. Denn der Trex hat 1,5 Zoll Breitreifen und der Jedu Wulfer RS, der hat 1 Zoll Breitreifen und das macht sich natürlich sehr bemerkbar. Hier fuhr ich mit 8,5 Bar, hier mit 7 Bar. Sie waren richtig schön hart, die Reifen, das hat Spaß gemacht, wenig Rollwiderstand gebracht. Aber der Nachteil eines solch dünnen Reifens hier am Wulfer RS ist dieser hier. Auf losem Untergrund. Er sackt einfach ein. Er sackt ein und das bringt viel mehr Widerstand und lässt kein präzises Lenken zu. Das Fahrverhalten wird absolut schwammig. Und so ein schmaler Reifen, der kann auch nicht viele Unebenheiten aufnehmen. Es gibt nicht so viel Volumen. Das heißt, der Reifen, der knickt hier etwas mehr ein als so ein breiter Reifen. Der behält eher seine Form. Das heißt, diese Fläche hier wird eher begradigt, wenn etwas uneben ist. Und die runde Form hier wird dann eher zu einer geraden Aufstandsfläche. Es findet sehr viel Walkarbeit statt. Und hier bei dem breiteren Reifen kann das Volumen viel mehr aufnehmen. Wenn hier etwas gegendrückt, dann geht es eher in die Breite statt in die Länge. Das heißt, dieser Reifen hier wird weniger flach. Er behält mehr seine runde Form. Deswegen rollt er auf Unebenheiten leichter als dieser Reifen, der so schmal ist, obwohl er auch größer ist. Deswegen haben wir auch hier den Effekt erlebt, dass der große Reifen langsamer rollte, also mit mir jedenfalls, als diese kleineren Reifen hier. Hier konnte ich ja auf 34 Stundenkilometer auf gerader Strecke beschleunigen und hier nur auf 32. Das ist kein Effekt der Größenunterschiede der Reifen, sondern das ist ein Unterschied, also Größe im Durchmesser, sondern das hier ist ein Unterschied aufgrund der geringeren Breite.
Dieser Reifen dieses Rennrollers, der tatsächlich nur für super glatte Strecken geeignet ist. Umbau, habe ich gesagt, macht hier überhaupt keinen Sinn. Kauft euch da lieber gleich einen Roller, der von vornherein auf breitere Reifen ausgelegt ist. Hier muss man zu viel umbauen und man kommt im Endeffekt zu hoch. Das heißt, im Grunde müsste man dann den Rahmen noch auseinanderschneiden, kleine Stücke reinsetzen, dass das Trittbrett wieder tiefer kommt. Also da kommt man vom einen ins Tausendste. Umbau lohnt sich nicht auf etwas, was komfortabler oder mehr für Gravel oder Schotter geeignet ist. Lasst es, wie es ist. Das ist der reine Glattbahn-Superstar, aber sonst nichts. Das gilt aber eben speziell nur für den Wulfer. Das hat nichts mit der Reifengröße an sich zu tun, sondern nur mit dem Durchmesser der Reifen. Das muss ich nochmal sagen. Ansonsten gilt, wenn beide die gleiche Reifenbreite haben, dann rollt der mit den großen Reifen wesentlich besser als der mit den kleinen Reifen. Der mit den kleinen Reifen ist hingegen wendiger und erlaubt es, mehr Spielraum für die eigene Bewegung zu haben. Noch mehr zum Thema Tretroller gibt es natürlich beim nächsten Mal. Deswegen abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, sonst gibt es keine Benachrichtigung bei YouTube. Und du erfährst nicht, dass es ein neues Video gibt. Ja, YouTube hat so seine eigene Definition von Abo. Wenn ihr auf Abonnieren drückt, heißt das noch gar nichts. Ihr müsst nämlich tatsächlich erst die Glocke noch aktivieren und auf alle stellen. Erst dann bekommt ihr die Nachrichten zu den Videos bei den Kanälen, die ihr gerne sehen wollt, wenn dort neue Videos erschienen sind. Also nicht vergessen, abonnieren und zusammen Glocke aktivieren. Wir sehen uns im Community-Tab oder in den Kommentaren und natürlich im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.